Hallo zusammen, wir sind heute zusammengekommen, um euch das Spiel Magic the Gathering ein bisschen näher zu bringen. Ich bin der Krampfgarten. Und ich bin der Seno. Genau, Magic ist ein Sammelkartenspiel aus dem Jahre 1993, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Genau, es ist ein Duell der Magier. Jeder bringt sein eigenes Kartendeck mit, was er selber konstruiert und zusammengestellt hat. Man trifft aufeinander und haut sich ja, Kreaturen und Zauber um die Ohren. Genau, bis nur noch einer steht. Mittlerweile gibt es über 20.000 verschiedene Karten und dementsprechend komplex ist natürlich das Regelwerk. Und genau deshalb haben Krampfi und ich uns gedacht, hey, das Spiel ist so toll, viele Anfänger tun sich damit ein bisschen schwer, also helfen wir mal mit einem tollen Tutorial. Ganz genau. Und als Einstieg würden wir ein paar Worte verlieren über die einzelnen Farben, die spielbar sind. Genau, man kann sich dafür entscheiden, die Farbe Rot zu spielen. Das steht für Gewalt, Zorn und Wut und hat als Mana-Quelle die Gebirge. Dann gibt es Grün. Grün steht für Leben und Wachstum und hat als Mana-Quelle die Wälder. Weiß steht für Schutz, Heilung und die Tapferkeit und hat als Mana-Quelle die Ebenen. Dann kommen wir zu meinem Favorit, Schwarz. Schwarz steht für Tod und Verderben und hat als Mana-Quelle die Sümpfe. Warum wundert mich das jetzt nicht, Krampfi? Aber egal. Blau steht für Verschlagenheit, Illusion und Verwirrung und benutzt dann als Mana-Quelle dementsprechend die Insel. Und um das Ganze abzurunden, gibt es noch Karten, die keine eigene Mana-Farbe haben. Die nennen sich Artefakte. Was es damit auf sich hat, werden wir später noch behandeln. Genau, denn wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt hier lange Theorie machen, springen wir doch mal in die Action. Da ist für euch einfach ein bisschen anschaulicher und wir haben die Karten vor Augen, die wir euch dann erklären können. Genau. Und los geht's. Jo, Zeit für ein Duell. Nein, ich kann so nicht arbeiten. Das ist doch alles falsch. So, und da befinden wir uns dann auch schon in unserem Duell Seno gegen Krampfgarten. Man spielt Magic in der Regel mit einem Deck, das aus 60 Karten besteht und am Anfang der Partie darf man 7 Karten ziehen. Die sehen wir jetzt hier. Jetzt ist Krampfi zuerst dran und wird gefragt, ob er seine 7 Karten behalten möchte. Genau. So, und wie man bei mir sehen kann, ich habe 2 Inseln auf der Hand, aber kein einziges Gebirge, was ich bräuchte, um rote Karten auszuspielen. Deswegen mache ich einen sogenannten Mulligan. Das heißt, ich lege diese 7 Karten weg und bekomme 6 neue als kleine Strafe. Und das sieht schon besser aus. Das willst du behalten? Ja. Gut. Ich bin mit meiner Starthand zufrieden und werde deshalb hier anklicken, die 7 Karten behalten. Allerdings steht hier auch, dein Gegner macht den ersten Zug, also überlassen wir mal Krampfgarten den Sprachpart. Gut, wir behalten die 6 Karten, können jetzt hier mit Hellsicht, das ist eine kleine Sonderfähigkeit, festlegen, die nächste Karte, die wir ziehen würden, ob wir die ziehen wollen oder ob wir die unter die Bibliothek legen. Und wir entscheiden uns für unten. So, zum Anfang. Wir spielen ein Land aus und dann ist mein Zug auch schon zu Ende. Das ist ein bisschen unglücklich. Kurz und schmerzlos, genau. Ihr dürft nämlich pro Runde immer ein Land ausspielen. Und Länder sind halt die Karten, die euch euer Mana bescheren, damit ihr eure anderen Zaubersprüche sprechen könnt. Auch ich werde ein Land ausspielen. Ich spiele schwarz, deshalb spiele ich einen Sumpf. Hab keine Karte, die nur ein Mana kostet. Damit ist auch mein Zug vorbei. So, wir befinden uns im nächsten meiner Züge und wie wir sehen können, ich habe eine Karte gezogen von meinem Stapel. Da gibt es jede Runde eine von und wir dürfen in jeder Runde ein Land ausspielen. Was ich jetzt mache, ist ein zweites Land ausspielen und dann endet mein Zug. Genau. So, auch wir machen das, spielen ein zweites Land aus und auch damit ist unser Zug vorbei. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Genau, genau. So, und jetzt geht's los. Wir spielen ein drittes Land aus, haben jetzt 3 Mana zur Verfügung. Und dann kommen wir zum Thema Mana-Kosten. Wir sehen hier von den einzelnen Karten oben rechts am Rand so kleine Symbole.
Da gibt es einmal diesen Wassertropfen. Dieser Wassertropfen bedeutet, wir brauchen definitiv ein blaues Mana. Diese kleine 1 in dem grauen Kreis daneben heißt, dass wir ein zusätzliches beliebiges Mana bezahlen müssen, um diese Karte auszuspielen. Jetzt haben wir hier einen Feldkriecher, der kostet einfach nur 2 beliebige Mana und den spielen wir aus. Was dann passiert, diese Länder, die gelb hinterlegt sind, die kippen einmal nach rechts zur Seite, werden getappt und können in dieser Runde nicht mehr benutzt werden und werden dann in der nächsten Runde wieder enttappt und damit wieder einsatzbereit. Zack, und da ist er angekommen. Genau, Krampfi hat eben von so Gebirgszeichen und Wassertropfen gesprochen. Bei uns, weil wir mit schwarzem Mana spielen, sind das diese kleinen Totenköpfe, damit ihr wisst, was gemeint ist. Ich habe hier zum Beispiel einen Zauberspruch, der kostet einen Totenkopf und ein graues Mana. Ein beliebiges also. So, dann sind wir wieder an der Reihe und bringen unser drittes Mana ins Spiel. Und ihr könnt das hier oben sehen, Krampfis Länder sind benutzt, er hat nur noch ein rotes Mana verfügbar und unsere 3 Sümpfe sind einsatzbereit. Und die werde ich jetzt auch benutzen, um hier eine Kreatur zu spielen. Die kostet uns 3 Mana und ist eine 2/2-Kreatur. Das könnt ihr mal unten rechts am Rand sehen. Ich spiele die mal aus. Auch meine Länder benutzen sich und kippen zur Seite. Krampfi ist wieder dran und seine Länder kippen dann halt wieder und sind wieder einsatzbereit, weil sie gerade ausgerichtet sind. Was ich kurz erwähnen möchte, ist, meine Kreatur hat 2/2 und die erste Zahl ist immer die Stärke, so viel Schaden verursacht sie und die Zahl dahinter bedeutet 2 Lebenspunkte. Aber es ist anders als in anderen Kartenspielen, dass die Lebenspunkte nur in einer Runde abgezogen werden. Am Rundenende heilen sich alle Kreaturen wieder auf ihre maximalen Lebenspunkte hoch. Ganz wichtig. Genau. So, bevor mein Zug gleich endet. Wir spielen ein 4. Land aus. Wir haben jetzt 2 Gebirge, 2 Inseln, also insgesamt 4 Mana, die wir ausgeben können. Und spielen jetzt eine Hexerei. Eine Hexerei ist ein bisschen anders wie eine Kreatur. Ist im Prinzip ein Zauberspruch, den wir spielen und der besagt, ziehe 3 Karten und wirf dann eine Karte ab. So. Wir haben 3 Karten gezogen, wir müssen eine Karte abwerfen, wählen in dem Fall diese Karte hier. Und was jetzt passiert, diese Karte, wie auch die Hexerei, landen hier links auf einem Stapel, der nennt sich Friedhof. Das heißt, immer wenn eine Kreatur stirbt, immer wenn wir einen Zauber ausspielen, der danach verbraucht ist, landet diese Karte auf dem Friedhof und ist halt eben tot. Genau. Gut, aber wir haben Karten dazu bekommen, die wir zwar diese Runde noch nicht spielen können, aber dann in der nächsten. Was ich jetzt mache, ich greife an mit dem Feldkriecher. Der hat 2 Angriff, 1 Verteidigung und soll jetzt bitte angreifen. Wir greifen in Richtung Spieler an, der hat 20 Lebenspunkte und Ziel des Spiels ist es, diese Lebenspunkte auf 0 zu kriegen. Und die eigenen vielleicht ein bisschen zu schützen. Genau. Die gegnerischen Lebenspunkte auf 0 bringen ist eine der Arten, wie man gewinnen kann und ich glaube auch mal die häufigste Art. Es gibt noch andere Wege, da kommen wir in anderen Videos drauf zu sprechen. Jetzt fragt mich das Spiel erstmal, ob ich blocken möchte, denn wenn mich eine Kreatur angreift und ich habe selber eine Kreatur, dann kann ich die quasi in den Weg stellen und sagen, ich will nicht, dass dieser Feldkriecher mir als Spieler Schaden macht, sondern die beiden Kreaturen sollen sich untereinander kloppen. Da meine Kreatur 2 Schaden macht und Krampfis 1 Lebenspunkt hat, wird seine sterben. Da seine Kreatur 2 Stärke hat und meine 2 Lebenspunkte, wird aber auch meine Kreatur sterben. Und beide wandern auf den Friedhof. Genau. Jetzt spiele ich mein 4. Mana und habe hier drüben 2 neue Kreaturen, also eine Kreatur diese Runde und eine Kreatur letzte Runde gezogen. Die kosten jeweils 1 Mana. Und sind dafür aber relativ starke 2/2-Kreaturen, haben aber den Nachteil, dass sie so getappt ins Spiel kommen. Jetzt ist es so, ich bringe mal zum Vergleich noch eine andere Kreatur ins Spiel, dieselbe, die wir eben zum Blocken benutzt haben, davon haben wir noch eine auf der Hand. Auch die spielen wir aus und dann werdet ihr sehen, dass die so eine graue Wolke umgibt. Denn Kreaturen, die man in der ersten Runde ausspielt, die können noch nicht angreifen. Die müssen erstmal ankommen, nenne ich das mal, und können erst in der zweiten Runde angreifen. Das ist eine sogenannte Einsatzverzögerung, unter der Kreaturen leiden. Genau. Die Einsatzverzögerung verhindert, dass du mit der Kreatur angreifen kannst, aber du kannst schon blocken mit der Kreatur. Das funktioniert schon. Genau. Hingegen der Düstergrabghoul, der getappt ist, kann auch nicht blocken, leider.
Genau, das ist der Nachteil dieser Karte. Die kommt getappt ins Spiel und ist damit wirklich komplett nutzlos in der ersten Runde. Genau. So, wir spielen eine Insel aus. Und dann können wir unsere erste dicke Kreatur ausspielen. Und die hat eine Besonderheit. Die ist 4/4, hat also 4 Angriff, 4 Verteidigung und hat den Effekt Fliegend. Fliegend bedeutet, es ist einmal eine ganz normale Kreatur, aber wenn ich mit dieser angreife, kann die auch nur von fliegenden Kreaturen geblockt werden. Ja, meine Nahkämpfer, die hier unten auf dem Boden sind, die kommen einfach nicht ran. Außer ich hätte selber eine fliegende Kreatur, aber die habe ich noch nicht. Und da müssen wir tatsächlich mal gucken, was wir dagegen machen. Erstmal habe ich hier aber noch einen weiteren Düstergrab-Pool, den ich für einen Mana spiele. Auch der kommt natürlich wieder getappt ins Spiel. Und dann habe ich hier noch ein Kind der Nacht. Kostet 2 Mana und ist eine 2/1-Kreatur. Hat aber die Fähigkeit Lebensverknüpfung. Das bedeutet, alles an Schaden, was diese Kreatur anrichtet, werden mir als Spieler als Lebenspunkte gut geschrieben. Sehr nützlich. Oh ja. So, wir spielen ein weiteres Gebirge aus, haben jetzt 6 Mana zur Verfügung. Und dann können wir uns überlegen, was machen wir denn? Wir werden erstmal eine Hexerei ausspielen. Ziehe 3 Karten und wirf dann eine Karte ab. Haben wir schon mal gemacht. So haben wir ein bisschen mehr Kontrolle über unser Deck. Und wir entscheiden uns, eins dieser lustigen Gebirge wegzuwerfen. Und dann haben wir noch 2 Mana übrig. So. Die werden wir diese Runde nicht ausgeben, sondern gehen einmal auf Weiter und nochmal auf Weiter. Der fragt uns jetzt, ob er noch was machen möchte, weil wir die Möglichkeit hätten, eine Karte auszuspielen. Das wollen wir aber diese Runde nicht. Und greifen mit dem Luftelementar an. Normalerweise könnte Seno jetzt blocken, aber da es eine fliegende Kreatur ist, Kann ich leider nichts machen. Die kommt sofort durch und haut mir ins Gesicht. 4 Genau. Schaden. und damit beenden wir unseren Zug und sehen uns dran. Ja, wir finden hier noch eine Karte. Das ist nochmal das Kind der Nacht. Auch wieder eine Kreatur mit Lebensverknüpfung, das ich natürlich euch sofort demonstrieren möchte. Wir sind im Kampfmodus und könnten jetzt mit all unseren Kreaturen angreifen. Da Krampfi mit seinem Luftelementar angegriffen hat und das Ding getappt ist, kann er ihn jetzt nicht als Blocker benutzen. Das heißt, wir haben theoretisch freies Feld und können einfach reinlaufen. Und das werden wir, glaube ich, auf jeden Fall mit dem Kind der Nacht auch mal tun. Machen Krampf wieder mit 2 Schadenspunkte und wir heilen uns selber um 2 Lebenspunkte und sind dann auf 18. Genau. Und was man jetzt bei mir sehen kann, der fragt mich jetzt, möchtest du etwas machen? Weil ich habe zum einen Mana zur Verfügung und zum anderen einen Spontanzauber, den ich jetzt wirken könnte, wenn ich das wollte. Wir gehen einmal auf Passen und lassen es geschehen. Genau. Darf ich dich um etwas bitten zu Demonstrationszwecken? Ja, Greif mal nicht mit deinem Luftelementar an, okay, sondern blocke gleich mal eine meiner Kreaturen. Dann können wir etwas sehr Schönes demonstrieren, was sehr wichtig ist. okay. Und behalt die 2 Mana übrig. Ich weiß ja, was du auf der Hand hast. Haha. Aha, Ja? Hellsicht benutzt quasi. Nein. okay. Dann behalten wir doch 2 Mana und spielen aber trotzdem eine Kreatur aus. Verwüstender Teufel. Diese Kreatur verursacht Trampelschaden. Trampelschaden bedeutet, wenn wir angreifen mit der Kreatur, die macht 4 Schaden. Und Seno entscheidet sich, diese Kreatur zu blocken mit einer, sagen wir mal, 2/2er Kreatur. Dann würden wir mit unseren 4 Schaden ja viel mehr Schaden machen, als wir bräuchten, um die Kreatur zu zerstören. Und da greift der Trampelschaden, weil alles, was an Schaden übrig bleibt, geht dann direkt auf den Spieler. Genau, und die übrigen 2 Schadenspunkte würde Seno dann wieder auf den Kopf bekommen. Gut, wir gehen weiter, hangeln uns einmal durch und greifen diese Runde nicht an. Das ist sehr nett von dir. Denn ich möchte eine ganz wichtige Mechanik, die Magic wirklich zu dem Spiel macht, das Magic ist, demonstrieren. Und zwar greife ich jetzt mit all meinen Kreaturen an. Und wir gucken mal, was Krampfgarten dann macht. Okay.
Also ich würde jetzt in dem Fall mit dem Luftelementar einen der Düstergrabghule blocken und mit dem verwüstenden Teufel... Soll ich den Grodion Nein, mal? Bitte nicht, okay. brauchst du nicht. Ich will was anderes erklären. Okay, dann blocken wir einfach den zweiten Düstergrabghul. Wir haben Genau. jetzt 2 Blocker deklariert und grundsätzlich ist es erstmal so, die machen jeweils 2 Schaden und unsere Kreaturen haben eine höhere Verteidigung, würden das also locker wegstecken. Genau. Und wir bestätigen einmal mit Blocken. Genau. Wichtig ist, jede Kreatur kann in der Regel nur einen einzigen Angreifer blocken. Das heißt, Krampfi kann jetzt hier nicht sagen, sein Luftelementar soll hier alle 5 Kreaturen blocken oder sowas. Das funktioniert nicht. Immer 1 auf 1 in der Regel. Ich habe jetzt aber einen Spontanzauber auf der Hand, auf dem steht, eine Kreatur deiner Wahl erhält -3/-3 bis zum Ende des Zuges. Und wie Krampfi vorhin schon erwähnt hat, Spontanzauber kann man schneller zaubern als Hexereien. Hexereien gehen nur im eigenen Zug, während Spontanzauber auch im gegnerischen Zug oder während des Kampfes zu zaubern sind. Das heißt, ich kann jetzt seinem Luftelementar, dieser blöden fliegenden Kreatur, die mich nervt, 3 Stärke und 3 Lebenspunkte abziehen, wodurch sie nur noch eine 1/1-Kreatur wäre bis zum Ende des Zuges. Und dann ist mein Düstergrabghul auf einmal stärker. Okay. So. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir haben den Spontanzauber hier liegen. Der wird noch nicht sofort ausgelöst, sondern wir haben einen Zauberstapel. Genau. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit zu reagieren und zu sagen, okay, diesen Zauberstapel, da lege ich jetzt nochmal einen Zauber drauf, um dem nochmal entgegenwirken zu können. Und was ich jetzt mache, ist, wir spielen sich verziehen, ist ein Spontanzauber. Bringe eine bleibende Nicht-Landkarte deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das heißt, alles, was kein Land ist, kann ich auf die Hand ihres Besitzers zurückschicken. Und da wähle ich den Düstergrabghul aus. Genau. Und jetzt sieht man, dass die von oben nach unten abgearbeitet werden. Die Zaubersprüche auf dem Stapel. Das heißt, Krampfis sich verziehen wirkt zuerst, bringt meinen Ghoul auf meine Hand zurück. Wir sehen ihn hier, da oben ist er. Und dann wirkt mein Zauberspruch. Sein Elementar wird zur 1/1-Kreatur bis zum Ende des Zuges, aber sie kriegt ja im Kampf keinen Schaden mehr, weil mein Ghoul gar nicht mehr da ist. Genau. Überlebt. Und so kann man im Prinzip Zauber auf Zauber auf Zauber legen und sich da gegenseitig die Spontanzauber um die Ohren hauen, bis das dann nachher alles runtergewirkt wird und man dann sieht, was dann letztendlich passiert. Genau. Das kann sehr kompliziert werden. Wir haben es jetzt bewusst relativ einfach gehalten, aber man kann da schon sehr, sehr viel machen. Genau. Es geht immer darum, dem Gegner einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und das hat Krampfi gerade sehr schön demonstriert. So, wir spielen eine weitere Insel aus, haben jetzt 8 Mana zur Verfügung. Und hier haben wir jetzt insgesamt 6 Mana an Kosten und hier haben wir insgesamt 3 Mana als Kosten. Das heißt, wir können nicht beide Sachen ausspielen. Was wir aber machen ist, wir spielen diese Hexerei. Bringe alle bleibenden Karten, die keine Länder sind und die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und der Spieler meiner Wahl ist der liebe Zeno. Hey, ich krieg ganz viele Karten auf die Hand. So. Teurer Spaß. Wir haben jetzt hier einmal aufgeräumt. Das heißt, Zeno hat keine Blocker mehr, was uns die Möglichkeit gibt, mit beiden Kreaturen anzugreifen. Und da, wo Zeno, genau. Da, wo Zeno eben noch 22 Leben hatte, hat er jetzt 14. Eine weitere wichtige Mechanik ist, ihr dürft als Spieler in der Regel nur 7 Karten auf der Hand halten. Da mir der liebe Krampfi meine ganzen Karten zurück auf die Hand gegeben hat, bis auf die Länder, habe ich jetzt 7 Karten am Anfang der Runde gehabt, habe eine Karte gezogen und habe jetzt 8. Das heißt, ich muss mich schleunigst bemühen, mindestens eine meiner Karten zu spielen. Und ja, das wird schwer. Ich habe noch eine Hexerei hier auf der Hand, da steht 3 Mana. Ein Spieler deiner Wahl wirft 2 Karten ab. Und wenn ich mir den Krampfi hier oben angucke, sehe ich, der hat genau 2 Handkarten. Normalerweise dürfte er sich die Karten, die er wegschmeißt, aussuchen. Weil da steht da, ein Spieler deiner Wahl wirft 2 Karten ab. Aber da er nur die 2 Karten hat, sage ich mal, die beiden bitte in den Friedhof. Dann haben wir noch 1 Mana übrig, können noch einmal unser Düstergrabghul spielen, aber wie wir uns erinnern, kommt der ja leider getappt ins Spiel. Das ist ein kleiner Nachteil dafür, dass er relativ stark ist. Und kann diese Runde dann nicht mal blocken. Oh ja. Gut, wir haben die 2 Karten, die wir auf der Hand hatten, leider abwerfen müssen.
was wir jetzt ausspielen können, ist schon auch wieder ein bisschen was Dickeres. Der hat jetzt sogar 2 Sonderfähigkeiten. Die kennen wir, die erste kennen wir zumindest, fliegend. Und dann hat er noch eine zweite Fähigkeit. Oh. Und es gibt immer so nette Effekte, wenn man den ausspielt. Die zweite Fähigkeit, die der hat, ist Eile. Kreaturen mit Eile können sofort angreifen und tappen. Tappen ist, wenn die nochmal andere Fähigkeiten haben, kommen wir später zu, nachdem sie unter deine Kontrolle kommen. Das heißt, die haben keine Einsatzverzögerung, können sofort angreifen. Mhm. Aua. So, und was wir jetzt machen, wir greifen einmal mit, ich glaube, der greift man nicht an, sondern wir greifen nur mal mit den beiden an. Mhm. Und da die beide fliegend sind, könnte er nicht blocken, selbst wenn der Düstergrabghoul enttappt wäre. Au, es wird dünn für den Seno. Gut, ja, wie ihr sehen könnt, wird die Luft dünn. Krampf hat 2 fliegende Kreaturen, die wir einmal nicht blocken können. Und warum soll man etwas hinauszögern? Ich beende meinen Zug und wir sind gespannt, was Krampf jetzt anstellt. Okay. Grundsätzlich könnte man jetzt vermuten, dass Seno sein Spiel eigentlich schon verloren hat. Aber was man bedenken muss, er hat 4 einsatzbereite Mana und 4 Karten, von denen wir nicht sehen, was es ist. Das heißt, er kann immer noch was auf der Hinterhand haben. Deswegen jetzt bin ich gerade am Überlegen. Okay, wir spielen einen Spontanzauber. Der Blitzeinschlag. Der fügt einem Ziel meiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Düstergrabghoul zu nehmen oder Seno als Spieler selber. Aber wir wählen den Düstergrabghoul. Das ist ein kleiner Zungenbrecher. Auf jeden Fall. Der Blitzanschlag fügt einem Ziel einer Wahl 3 Schadenspunkte zu und damit ist der Ghoul dann erstmal aus dem Weg geräumt. So, was wir jetzt machen, wir greifen an mit dem Vulkandrachen und dem Luftelementar, sind jeweils 4 Schaden, sollte also reichen, um Seno da an der Stelle besiegen zu können. Und wir kriegen nochmal die Priorität. Das Spiel fragt uns also, möchten wir irgendwas tun? Ich sehe, da kommen 8 Schaden auf mich zu. Ich habe 6 Leben. Ich war nicht gut in Mathe, aber so viel weiß ich. Wenn ich da nichts mache, dann bin ich tot. Also spiele ich den Mord, den ich noch auf der Hand habe, einen Spontanzauber, auf dem steht, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl für 3 Mana. Ich bezahle die 3 Mana und darf mir jetzt eine Kreatur auswählen. Und da die beiden im Grunde identisch sind, nehme ich von mir aus den roten Drachen. Und der wird ermordet und ist sofort weg, bevor ich den Schaden bekomme. Ich kriege nur noch den Schaden von dem Luftelementar und sacke auf 2 Lebenspunkte runter. Genau. Und jetzt kommt meine letzte Verzweiflungstat. Ich kann hier noch 2 Kreaturen spielen, die Lebensverknüpfung haben. Das heißt, wenn die Schaden machen, heile ich mich um denselben Betrag. Aber da sie Einsatzverzögerung haben, kann ich ja nicht direkt in der ersten Runde mit ihnen angreifen. Hätten die Eile, hätte das jetzt vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Genau. Ja, was ich in meinem Zug noch machen kann, wo wir gerade beim Thema Eile sind, der pyromagische Pilger. Den kann ich einmal ausspielen. Der macht 3 Angriff, 1 Verteidigung. Und hat halt diese Eile, dass ich ihn direkt einsetzen kann. Und um das mit den Lebenspunkten nochmal zeigen zu können, greife ich nur mit dem Pilger und dem Teufel an. Mit dem Luftelementar könnte ich Seno jetzt besiegen in dieser Runde, aber Richtig. wir machen einmal diesen Move. So, Krampfi, du spielst dein ganzes Leben ja auch schon Magic, ne? Mit richtigen Karten. Genau. Frage, überlebe ich die Runde oder nicht? Rechne es mal vor und was denkst du, überlebe ich oder nicht? Wenn ich so blocke und erkläre das den Zuschauern mal. Weil das ist ein gutes Beispiel, wie komplex dieses Spiel werden kann. Genau. Grundsätzlich 2 Lebenspunkte hast du und du hast 2 Kinder der Nacht, die jeweils 2 Schadenspunkte verursachen und dadurch, durch die Lebensverknüpfung, dir 4 weitere Lebenspunkte gewähren. Das heißt, du wärst da bei 6. So. Der pyromagische Pilger, der Schaden wird komplett von dem Kind der Nacht abgefangen. Der verwüstende Teufel verursacht Trampelschaden. Das heißt, er fügt einen Schadenspunkt dem Kind der Nacht zu und 3 Schadenspunkte gehen auf den Spieler. Das heißt, du stehst mit einem Lebenspunkt mehr da wie vor dem Kampf. Also mit 3. Ganz ehrlich,
ich weiß nicht genau, ob du recht hast. Ich spiele auch schon sehr viel Magic und ich weiß nicht genau, ob du recht hast. Denn Schaden wird gleichzeitig verteilt. Ich weiß nicht, ob die Lebenspunkte mir gut geschrieben werden, nachdem der Schaden verursacht wurde. Wenn zuerst der Schaden verursacht wird, dann macht der verwüstende Teufel einen Schadenspunkt auf das Kind der Nacht und die anderen 3 kommen durch. Und dann wäre ich bei -1. Und es kann sein, dass das Spiel dann schon vorbei ist und mir die Leben nicht mehr gut geschrieben werden. Wir gucken mal, was passiert. Ja. So, und jetzt ist es so, durch den verwüstenden Teufel kann ich entscheiden, wie viele Schadenspunkte ich dem zufüge. Es macht manchmal Sinn, mehr Schaden zuzufügen, als die Kreatur Verteidigung hat. Das geht jetzt aber auch zu weit, deswegen machen wir einfach fertig. Oh ja. Tatsächlich. Nein! Ha! Doch noch geheilt. Also er war ganz kurz auf Minus. Ja, er war kurz auf Minus, aber es ist dann noch passiert. Also ihr seht, wir spielen wirklich schon jahrelang Magic. Es gibt immer was dazu zu lernen. Mhm. Ich hätte das nicht mit letzter Sicherheit sagen können. Ja gut, das Problem ist jetzt natürlich, ich kann noch eine mächtige Kreatur ausspielen, die kostet 6 Mana und ist eine mächtige 5/5-Kreatur mit Todesberührung. Das heißt, jeden Schaden, den sie einer anderen Kreatur macht, ist auf jeden Fall genug, um diese Kreatur zu töten, selbst wenn das eine 10/10-Kreatur wäre. Mhm. Das Problem ist, das ist ein dickes Vieh, das auf dem Boden sitzt und du hast eine fliegende Kreatur. Richtig. So, und ich spiele in meinem Zug noch einen Zauber aus, indem ich nochmal 2 Karten ziehen darf. Spiele eine Insel aus und mach's jetzt mal ganz fies. Na, oh nein, kommt ein Blitzschlag. Es kommt ein Blitzschlag. Na, natürlich kommt ein Blitzschlag. Blitzschlag. Dir 3 Schadenspunkte zu. Ja, er braucht nicht mal seine fliegende Kreatur. Herzlichen Glückwunsch, Krampfi. Das war ein spannendes, interessantes Match und ich denke, wir konnten schon einiges zeigen. Sehr, sehr geil. Falls ihr euch fragt, wo spielen wir das denn überhaupt? Magic kann man entweder, da kannst du in den Laden gehen, den Spielwarenhändler deines Vertrauens und dir Booster kaufen, wo Karten drin sind, physikalische Karten, wie ich sie da hinten am Bett kleben hat. Krampfi kann die bestimmt auch mal kurz in die Kamera halten, die physikalischen Karten. Wir haben das hier über die Software Magic The Gathering Arena gespielt. Ist eine Software, die könnt ihr umsonst runterladen, die kostet nichts. Und ihr könnt damit einfach loslegen. Es ist so, dass ihr könnt Geld ausgeben, echtes Geld, um euch hier Karten zu kaufen, aber ihr könnt euch auch alles mit Zeit erspielen. Finde ich wirklich großartig, funktioniert gut, würde jedem empfehlen. Wenn ihr neugierig seid, das ausprobieren wollt, den Link findet ihr bei Krampfi und mir unten in der Videobeschreibung. Genau. Und genauso findet ihr auch einen Link jeweils unter unseren Videos zu dem anderen Kanal, weil ihr dann einfach nochmal das Ganze aus der anderen Perspektive sehen könnt. Ja. Genau. Und wir werden diese Reihe fortführen, weil das Spiel hat noch sehr viel mehr Ebenen und sehr viel mehr Komplexität und noch mehr Mechaniken. Da gehen wir in den nächsten Teilen mehr drauf ein. Wir wollten es diesmal simpel halten, nur um euch eine Idee zu vermitteln. Im Grunde haben wir diesmal nur ein paar kleine Zaubersprüche gesprochen und uns auf den Kopf gehauen. Es ist noch sehr viel komplexer und ich freue mich, genauso wie Krampfi drauf, euch das noch in den nächsten Videos näher zu bringen. Oh ja. Na? Haben wir alles Wichtige gesagt? Ich denke schon. Ich kann sagen, Senoritas, Seniors auf meinem Kanal, checkt den Kanal von Krampfgarten aus, Video unten in der, Link in der Videobeschreibung, so rum. Und andersrum gilt das, wie Krampfi gesagt hat, genauso. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Genau. Und wir sind raus. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.